Ja, aber das mit dem Browser fuckt mich jetzt übelst ab, ey. Grrr. Party-Skills, Krausch, Party-Skills. Das wäre vielleicht der gute Zeitpunkt, um mal Arcanist-Skills zu skillen. Everstorm funktioniert irgendwie nicht richtig. Habe ich gelesen. Nächste Aue mit Pet Grace, da knallt's dann richtig rein. Gale? Ja, mehr mache ich nicht, nur Gale und Ding. Krauschi, ich gebe dir Lied. Ach so, was habt ihr für Elemente auf der Waffe? Wasser, oder? Oh. Ey, yo. Ach, fuck, ich hab den... Nee, hab ich nicht getroffen. Wasser auf der Waffe, okay, passt. Was hat der jetzt? Bond of Life oder was? RIP. Apropos Elementkarten, kann man die 1 bis 5 Karten gut an Spieler verkaufen? Ja, geht schon. Ja, Party auf Reihenfolge, Krausch. Man droppt hier nichts. Das bringt wohl leider nicht viel.
No items in the chat. Ach, das ist doch auch hart. Obacht, da kommt der Agro. Da kommt noch einer. Uff. Uiuiui. Oh. Uff. Hoffentlich eine saftige C-Karte, Ping. Ping, nur weil du gescammt wurdest am Black Friday, ist es kein Grund, gleich wieder so auszurasten, okay? Jeder wird mal an Black Friday gescammt. Das gehört zum Leben dazu. Sir. Oh, fast. Aber eine 10-nackige Road, was soll ich sagen, jetzt plus 8 PvE Damage, aber plus 9 in drauf. Das ist Scam. Das ist in der Tat nicht so geil. Oh, Mysterious Adventurer. Oh, Moment. Achso, ich bin Party-Lead. Da kann es nur der Party-Lead machen, oder was? Ich würde sagen, einen Buff holen, oder? Kann jeder. Oh, glaube ich. Also ich habe mir einen Buff geholt. Ich habe jetzt Elementschaden plus 5 bekommen. Sounds pretty good. Das andere war mir zu risky mit dem Random. Random Buff Debuff hört sich nicht gut an. Da kann man, glaube ich, heftig ins Klo greifen. Lieber mal nicht machen. Blubberblasende Blubberblasen-Gang. Wieso habe ich Effekte an? Habe ich nicht. So,
Willst du mal sehen, wie das aussieht, wenn man Effekte aktiviert? Holy bro. You're in for Flashbang. Pass auf. Warte. Flashbang, get cover. Throw the Flashbang. Oh. Uff, Tank fast gestorben. Flashbang, get cover. Tot. Siehst du, ich habe nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Siehst du, wegen der Flashbang habe ich jetzt nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Weil ich meinen fucking Charakter nicht mehr gesehen habe. Bruh. Und deswegen spiele ich ohne Effekte, weil das Bullshit ist. Siehst nicht mal, was passiert, Alter. Das ist unplayable mit Effekten, dieses Game. Literally unplayable. Ich verstehe nicht, wie irgendjemand mit Effekten in Dungeons spielt. Du siehst nix. Sah gerade so viel aus irgendwie. Ja. War's ja auch. Uff, ich habe nicht mal Quickcast aktiviert. Ich habe bei einer Wurst in Arsware Paradise Boxen bekommen, 3 PD12. Das ist jetzt wahrscheinlich Quest. Bruh. Bei einer Wurst also. Bei einer Wurst in Arsware, so. Wurst 7? Wurst 7 ist eine Legende. Wurst 7, die Legende lebt. Ah shit, mein Pad ist nicht draußen. Oh, wir gehen in den Rotlichtbezirk. Elementor ist so gestört, du aktivierst erstmal 20 Damage over Time Skills, bevor du anfängst, irgendeinen Skill zu spammen. So mag ich das. Genau so mag ich das. Nein, der ursprüngliche Name sollte, glaube ich, Wurstwasserwerfer heißen oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber das ging nicht, weil du darfst dich in Flyth nicht irgendwas mit Wasser nennen, weil da kommt ja das Wort Ass drin vor. Also in dem Wort Wasser, in dem deutschen Wort Wasser kommt ja Ass drin vor und deswegen geht das nicht. Weil Bestandteil von Wasser ist eben Arsch und Arsch darfst du halt nicht machen. Und deswegen geht Wurstwasserwerfer nicht. Naja.
Diese verdammte Politik. Nehmen uns sämtliche Freiheiten. Kappa. Assassin geht dann auch nicht? Ja, doch, das wahrscheinlich schon. Keine Ahnung, aber Wurst. Also Wasser geht auf jeden Fall nicht. Also nur mit Name Change. Ach shit, ich kann die Viecher nicht anklicken. Krauschi ist zu Arsch. Hab noch nie Assassin in den Namen gesehen. Ja, ich glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht, aber ja. Mal. It is what it is. Was für eine Körperteildiskriminierung. True. Bruh. Kunga, was geht ab? Ist das ein neuer Dungeon von 1.5? Ja, der einzige neue Dungeon von 1.5. Jo, wieso kann ich den nicht angreifen? Ich kann den nicht angreifen. Ach so. Ach so, cool. Ich konnte ihn einfach nicht angreifen. Was für ein Scam. Vor allem wieder bei der Dungeon-Übersicht, du musst einfach scrollen. Was ist das eigentlich? Wieso kann man das nicht größer machen? Einfach scrollen. Einfach eine Scrollbar bei den Aufgaben. Einfach am Doom scrollen. Oh oh. Chichi down, Chichi down. Grafik im neuen Dungeon sieht schon schick aus. Eigentlich sieht er genauso aus wie ein Flash-PC. Er ist einfach nur ein kleines bisschen größer gemacht worden. Also ich merke da jetzt grafisch nicht wirklich einen großen Unterschied. Ich finde, den grafisch größten Unterschied bei einem Update siehst du beim Wasser, wenn die Sonne scheint. Da haben sie probiert, richtig fancy zu sein. Kann ich später gleich mal zeigen. Ich finde, das sieht für Fly-Verhältnisse schon nicht schlecht aus. Leider passt es halt manchmal auch nicht, weil in Darkon zum Beispiel hast du den Effekt auch. Aber in Darkon scheint die Sonne nicht aufs Wasser. Aber, ja. Da hat man wieder nicht dran gedacht. Wann kommen eigentlich die Quests für die ganzen Quest-Items? Gar nicht. Gab eine Suggestion dazu, dass man eine Questverwaltung in Kowloon macht. Wurde offensichtlich noch nicht angenommen. Oh, wir haben 5 Monster zu wenig. Achso, ja, wollte schon sagen. Es gab eine Suggestion für eine Questverwaltung in Kowloon, die wie gesagt noch nicht angenommen wurde. Während dem Testserver. Und
Behemoth Dungeon gibt's ja, weiß ich gar nicht, gibt's da eine Questreihe? Actually, keine Ahnung. Aber ja, so ein paar Sachen fehlen halt noch. Ist nicht ganz so fertig. Achievement für Behemoth fehlt. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie sowas passieren konnte, trotz Testserver. Also bei ein paar Sachen denke ich mir schon so, wie zum Teufel konnte das passieren, trotz Testserver. 5 Wochen Testserver. Und trotzdem fehlt so viel, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber trotzdem ist es so. Da fragt man sich schon. Uff. Okay, die Statue macht, glaube ich, gar nicht so viel Damage, actually. No way. Was sind das für Energy Blasts? Sind wir hier in Tekken oder Dragon Ball? Das ist einfach nur der 30er Mage Skill. 40er. 40er. 40er Feuer Mage Skill. Das heißt, der letzte Dungeon, den ich mit dem Ellie hier gefarmt habe, war Guardian Sanctuary? Junge, wie bin ich gestorben? 2 Sekunden vor dem letzten Mob. Was ist das denn für eine Scheiße? Was für ein Scam. Ja, es müsste bedeuten, dass ich als letztes Guardian Sanctuary mit dem gefarmt habe. Das offensichtlich schon ein bisschen her ist. Ich bräuchte meinen GT noch, Chi-Chi. GT my face. Please, thanks. Ist das der ein Ranger? Hier ist ein Ranger dabei, ja. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst, Floor. Ich kann nur noch Rätsel raten. Bruh. Ja gut, aber so viel mehr AP haben die letzten Mobs ja gar nicht. 12 Millionen, die ersten haben ja auch schon 11 Millionen. Dann ist das ja wenigstens gleichbleibend. Wie läuft's? Ja, der schwere Teil kommt ja noch, ne? 25. 10 Sekunden zu langsam? No way.
Was habe ich denn hier für Debuffs? Alles Minus. Bruh. I'm just here for the experience, guys. Krausch. That's my boy Krausch. Tja. Er ist irgendwie unlogisch. Naja, irgendwie auch nicht. Irgendwie schon, weiß nicht. Ich finde es so ein bisschen unlogisch. Also, ja, eben auch nicht. Es ist so 50-50. Also, es ist schon auch cool, dass AOE jetzt mehr appreciated wird. Auch sowas wie Doppel-AOE. Wo du in Wilds hat man ja teilweise komplett auf AOEs verzichtet, weil du einfach gesagt hast, Waterbomb passt schon. Hauptsache der Boss geht innerhalb von gefühlt 2 Minuten down. Aber es ist schon cool, dass du jetzt in Anführungszeichen dafür belohnt wirst, wenn du schneller AOEst. Aber auf der anderen Seite, theoretisch, ich meine gut, so ultra schnell werden wir den jetzt ja auch nicht schaffen. Aber mal angenommen, du würdest den Boss jetzt innerhalb von kürzester Zeit töten oder so. Mich hat einer nach Triple AOE gefragt. Ja, es scheint ja auch eine größere Rolle zu spielen als der DPS beim Boss dann letztendlich. Also ich meine, wenn du beim Boss langsamer bist, scheint er keine Rolle zu spielen dann, drop-technisch. Also das ist halt irgendwie... Also ich finde, es sollte halt schon ausgeglichen sein, aber jetzt fühlt es sich ja fast... Also vorher war es so, AOE nicht so wichtig, solange du es halt einfach schaffst und Waterbomb hast. Und jetzt ist es so... Jetzt ist dein DPS nicht so wichtig. Hauptsache du AOEst innerhalb von einer gewissen Zeit. Und das ist ja irgendwie aber auch wieder falsch. Es sollte irgendwie beides sein. Und jetzt ist das... Davor war es das eine Extrem und jetzt ist das andere Extrem. Aber beides ist ja eigentlich nicht so richtig gut. Weil vor allem AOEler werden jetzt ja eh schon mehr appreciated. Also einer der Gründe, warum du AOE nicht so appreciated hast, ist, weil viele AOEler beim Boss halt gar nichts gemacht haben. Also sie haben halt die Ads gekillt. Und sonst nichts. Viele haben überhaupt nicht angegriffen und keinen Schaden gemacht. Das heißt, der DPS der Gruppe hat beim Boss extrem darunter gelitten. Vor allem, wenn du halt AOEler hattest, die sehr schlechtes Equipment haben. Oder gerade mal das Minimum an Equipment. Hast du halt wirklich unter denen gelitten. Die Zeit hat unter denen extrem gelitten. Und jetzt kannst du aber wenigstens beim Boss auch spammen. Und klar macht ein AOEler jetzt hier auch nicht die 500.000, 600.000 DPS. Aber zumindest macht er wenigstens irgendwas. Und bei Wilds haben halt viele gar nichts gemacht. Und dann standen die halt wirklich bis zu 10 Minuten einfach nur rum. Und ja, sie haben nicht nichts gemacht. Sie haben die Ads gekillt. Aber DPS-technisch war es nahezu nichts. Höchstens noch gedebufft. Aber ich meine, ich nehme lieber noch einen DPS mit, der 500.000 DPS macht, als einen Debuffer. Und ja. Aber wie gesagt, das ist halt schwierig, das so zu machen, dass wirklich alle irgendwie, sag ich mal, zufrieden sind und ihren Platz hier haben. Ist natürlich nicht so leicht. Schon klar. Definierte kürzeste Zeit 5 bis 10 Sekunden. Naja, also wenn wir so weitermachen, töten wir das Vieh in 8 Minuten. Ich meine, da hätten wir echt noch einen dritten AOEler lieber mitgenommen. Wäre an sich sinniger gewesen. Tatsächlich, in dem Fall jetzt. Weil dann hätten wir den Boss locker trotzdem geschafft und aber höhere Drop-Chance dann. Also
So, ist halt schon irgendwie stupid. So ein bisschen. I don't know, man. Deswegen sage ich ja, also es ist halt irgendwie, dann fühlt sich das, also wenn du jetzt Top DPS machst oder hier den Boss perfekt spielst, ohne Tode, was wir offensichtlich gerade nicht geschafft haben, aber, ja, fühlt sich halt nicht so wirklich belohnend an. Dann lieber 5 oder 10 Minuten länger für den Boss brauchen und dafür aber die höchsten Drop-Chancen zu haben. Weil letztendlich gehst du ja nur wegen den Drops rein. Es gibt keinen anderen Grund, hier reinzugehen, außer die Drops. Letztendlich. Und ich meine, wie lang der Run ist, ist ja letztendlich auch schon fast egal. Naja, natürlich, je schneller du ihn schaffst, desto mehr kannst du danach noch machen. Und so weiter, aber... I don't know. Uff. Ist der schon in Rage? Nicht, oder? Jetzt müsste er in Rage gleich sein. God damn. My boy Behemoth is hurting. My boy's hurting us. Hurting our asses. Also Rage ist gleich bei 15%. Also jetzt ist er auf jeden Fall in Rage. 80% Berserk Attack hat er. Uff. 80%. Mir fällt gerade auf, ich habe mit meinem Elle, glaube ich, nicht mal ein Haus. Ich müsste bei NPCs kaufen. Bruh. Ganz vergessen, der hat nicht mehr NPCs, glaube ich. Scheiße. Wow. Ich stand das Gefühl in 3 Skills drin und wurde trotzdem kein einziges Mal getroffen. Also irgendwie... Oh! RIP. Das ist der Nachteil, wenn du keine Effekte anmachst. No way, wir werden gewiped. Bruh. Erstmal gewiped werden. Hättest du lieber nichts gesagt. Ja, Alter, ich wurde, also gefühlt, der ist 3-mal durch mich durchgerannt und auch so, also keine Ahnung, ich wurde von nichts getroffen bis gerade eben. Und technisch gesehen wurde ich nicht getroffen, ich bin selber reingelaufen, weil ich es nicht gesehen habe. Merke, Rending Entry durch Flammen geht nicht. Tja. Ich habe nicht mal geblinkpult, ich bin einfach nur reingelaufen. Ich bin einfach straight up einfach nur reingelaufen. Alter, das waren wie die Schwertkämpfer bei Stronghold Crusader. So müssen sich die Schwertkämpfer bei Stronghold Crusader gefühlt haben. Oida, 2 Karten, let's go. Eine B-Karte und eine C-Karte. Oh. Bruh. Oh shit. Also der Skill ist ja auch wirklich geisteskrank. Mit diesen Wirbelstürmen, ey. Komplette Psychose einfach. Also, ist es der Wirbelwunsch? Oh Gott.
Was ist der große Kreis? So, was ist das? Ist das der Wirbelwindsturm? Ich glaube schon, oder? Okay, leckt's. Alter. RIP. Das war erst. Du warst vorm Dungeon 4348. Danke für die Infos, Sir. Also der Skill mit der längsten Animationszeit ist gefühlt der am meisten Arsch ist. Also von ihm. Seine stärkeren Skills kommen doch mehr oder weniger out of nowhere. Oh shit. Der rasiert uns die Eier. Ich fürchte, wir rasieren ihm die Eier, Sir. Ich bräuchte Buffs, please. Oh. Thanks. Ich fürchte, der rasiert uns... wir rasieren ihm die Eier, Sir. Und das sind zwei ziemlich große Eier, wenn ich das mal... Was? Wenn ich das mal so sagen darf. In-game! Was wir da treiben, Gespenst? Wir haben Spaß, wenn du erlaubst. So sieht es aus, wenn man Spaß hat. Neidisch, ja? Einfach Infrarot-Tornados, ey. Was ist das, Mann? Spaß mit meinem Boy Demonic Anku. Naja, wir haben immer noch 24 Minuten, also I guess der Bossfight soll so ablaufen. Ist die Black Friday Aktion im Shop nur heute? Chat, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, es geht bis 30. oder? Ich glaube bis Sonntag. Müsste aber dabei stehen. Wenn du auf ein Item klickst, müsste dabei stehen, wie lange es noch drin ist und in Rot. Da müsste jetzt noch 2 Tage stehen oder 1 Tag auf jeden Fall. 1 Tag, x Stunden. Ganzes Wochenende, ja. Also bis Sonntag müsste es sein. Oh je. Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava. Sieht schon funny aus, aber ich glaube, ein paar solcher Runs und Tyler geht Crash out. Ich würde jetzt mal behaupten, das Nervigste an der Sache ist halt, dass du nicht wirklich was dran ändern kannst. Anders als beim Fieber oder so, oder mit Ausweichen. Natürlich kannst du ausweichen, aber wenn halt 80.000 Wirbelwindstürme kommen plötzlich, wird halt zwangsläufig immer einer getroffen und stirbt.
Ich meine, es ist fast unmöglich, dass da keiner getroffen wird. Weil die kommen echt schnell. Also da wird kurz die Animation angezeigt und dann geht's instant los. Also dass da keiner stirbt, ist fast unmöglich, würde ich behaupten. Oder sehr schwer. Dann diese random Peitsche, die er einfach gemacht hat. Die hat ja auch irgendwie keine richtige Animation oder keinen Indikator. Plötzlich klatscht er einfach alle tot. Also so ein paar Sachen kannst du halt legit nichts dagegen tun. Gefühlt. Wäre halt schon cool, wenn du es irgendwie verhindern könntest, dass er den Wirbelwindsturm macht. So. Weg vom Rand, wenn die Dinger kommen. Ich glaube nicht, dass das viel ändert, ehrlich gesagt. Die spawnen ja auch in der Mitte des Raumes. Die spawnen nicht alle nur da am Rand. Oh oh. Der kommt direkt auf mich zu! Spaß, 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 Spaß. Lustigerweise haben wir immer noch einen 40-Minuten-Run, Stand jetzt. Also es gab auch Runs, die waren kurz vor 60. Ich glaube 56 war der längste oder so. Also wir sind auch weit entfernt von der Komplettkatastrophe tatsächlich. Es sieht aus wie eine Komplettkatastrophe, es fühlt sich an wie eine Komplettkatastrophe, aber es ist keine Komplettkatastrophe. Noch nicht. Tatsächlich sind wir davon noch relativ weit entfernt. Fühlt sich halt leider nur nicht so an. Wie ein Erfolg fühlt sich das hier nicht an. Leider nicht. Ich bräuchte einmal GT. Oh je. Boah, ist das ätzend, Alter. Also dieser abgerundete Rand, der ist schon auch ätzend. Du kannst so ganz leicht den Rand runtergehen und dann, genau dann ist halt alles Hindernis. Also, oh wow. Triple Drop. Wow. Damn. Ja, aber das Traurige ist, dass das jetzt auch gar nicht mal so eine ultra schlechte Zeit war, wie gesagt. Also,